Vor kurzem war ich mit meinen Freunden in einer geselligen Runde. Wir haben ein bisschen was gegessen gemeinsam. Dann ist kurz einmal das Thema 5G Netz zur Sprache gekommen. Es ist in aller Munde. Und grundsätzlich, was mir sofort aufgefallen ist, wie wenig eigentlich ich über was weiß, Bescheid weiß. Jeder benutzt Handys und niemand liest eigentlich in dem Sinn die Gebrauchsanleitung oder sage jetzt unerwünschte oder gewünschte Risiken und Nebenwirkungen. Das hat mich eigentlich beschämt. Dann haben wir gedacht, ich mache meine Vorträge grundsätzlich aus dem Stegreif. Sage ich, was kann ich eigentlich grundsätzlich zu dem Thema sagen? Es ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Es gibt natürlich sehr viele kontroverse Meinungen dazu. Bleiben wir mal bei den Fakten. Sage jetzt einmal grundsätzlich, was ist das? Ja. Viele meinen, die 5G stehen quasi für 5 GHz Übertragungsrate, das stimmt aber nicht. Grundsätzlich, sage ich jetzt einmal, heißt das nichts anderes als die 5. Generation. Das heißt, das 5. Generation dieser Technologie. Was haben wir vorher gehabt? Das heißt, darum 5G. Das hat jetzt nichts mit der Frequenz zu tun. Im weitesten Sinne heißt nicht, dass die mit 5 GHz arbeiten. Das stimmt nämlich gar nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zum 4G, dann kommen wir zu dem Thema, sage ich jetzt einmal, die Frequenz. Und da arbeitet 5G, da gibt es zwei Typen. Das ist 1 und 2, da gibt es zwei, nämlich das FR und FR. Die unterscheiden sich grundsätzlich Frequency Range, das ist ja nicht so wichtig, gehe nicht ins Detail. Beim 2er Standard, das heißt grundsätzlich, da ist eine Möglichkeit, da geht es los, ab größer wie 24 GHz. Ja, über das rede ich noch, das heißt, das ist natürlich schon eine ziemlich interessante Geschichte. Wenn man jetzt das Frequenzspektrum, das elektromagnetische anschaut, sage jetzt einmal, das hat eine sehr hohe Bandbreite, dieses Netz, das ist auch wichtig. Wir reden dann ganz kurz über das Thema Frequenz und Energie. Was man natürlich jetzt berücksichtigen muss, wenn ich das elektromagnetische Frequenzspektrum anschaue, dann komme ich da in den Bereich von den Mikrowellen, ja, das ist auch interessant. Zum Beispiel grundsätzlich ein Mikrowellenherd funktioniert bis, glaube ich, bei 2,55 GHz. Heißt aber nicht, dass die Eigenresonanz von Wassermolekül A dort liegt. Das ist ein Irrtum. Grundsätzlich, wir sind da genau im Mikrowellenbereich, das kommt dann noch interessanterweise zu lernen dazu. Vielleicht vorher sollte man sich mal Gedanken machen, der Niklas Tesla hat gesagt, wenn ich das Universum verstehen will, unser Universum sollte ich mir über die Begriffe Energie, Frequenz und Schwingung Gedanken machen. Der Tesla war ein Pionier bezüglich drahtloser Energieübertragung. Wir haben ja hier auch quasi drahtlose Informations- und Energieübertragung. Interessant ist grundsätzlich, sage ich jetzt einmal, es gibt einfache physikalische Zusammenhänge, wir möchten einfach bei dem bleiben, was naturwissenschaftlich logisch ist und die logische, würde ich sagen, Analogie oder sprich eine Hypothese mal aufstellen dazu. Grundsätzlich gilt es Folgendes einmal, die Energie ist im Endeffekt das Produkt von Planck'schen Wirkungsquantum mal νu, die Frequenz wird gerne νu genannt, sage ich in der Naturwissenschaft. Das heißt, die Energie eines Energiepaketes oder Strahlenpaketes wird eigentlich so berechnet. Der Planck hat eigentlich aus Atom- und Quantenphysik die Physik revolutioniert, weil er damit bewiesen hat, dass es in der Natur sehr wohl Unstetigkeiten und nicht Stetigkeiten und Unstetigkeiten gibt. Aber über das will ich jetzt nicht ins Detail. Auch wichtig ist zum Beispiel, wenn ich das Frequenzspektrum anschaue, je höher die Frequenz, je höher die Energie. Das ist ganz wichtig. Ja, wir reden, welche Energie geht es? Es gibt ja verschiedene Formen von Energie. Ich bin im Grunde genommen ja nicht jetzt meine Expertise, ich bin unter Anführungszeichen nur ein Teller. Im Fachjargon nennt man uns ein Bolzenwichser, das ist Maschinenbauer. Im Endeffekt ist mein Wissen sehr bescheiden. Ein Diplom-Ingenieur wird natürlich über das schmunzeln und lachen, was ich da vortrage. Aber trotzdem interessant. Das heißt, je höher die
das ist ja eine Konstante, eine universelle Konstante, ein fixer Wert. Je höher die Frequenz, je höher die Energie. Wellenlänge, die Beziehung zwischen Wellenlänge und Frequenz hängt wieder mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen, ist jetzt nicht so wichtig, ich mache jetzt keinen Vortrag über Quantenphysik, sondern nur was wir brauchen. Grundsätzlich, der große Unterschied zwischen 4G und 5G ist einmal der große Frequenzsprung. Das heißt, ich kann immer sagen, 4G arbeitet maximal so ungefähr bis 2,4 GHz, das heißt 5G, da sind wir quasi schon durchschnittlich beim Sprung 10-fach, das heißt 10-fache Energie. Und jetzt ist wichtig, es geht da natürlich jetzt um Energie, wann ich natürlich jetzt hergehe, und das ist jetzt wichtig, das Grundprinzip der Mikrowelle. Ich nehme jetzt grundsätzlich, ich nehme jetzt einmal ja, ein H2O-Molekül, mal 1, und habe ein energetisch abgeschlossenes System, Einfachheit halber, und quasi führe da Energie in Form von elektromagnetischer Welle zu dem Molekül. Was macht dieses Molekül? Es gibt einen sogenannten Energiehaltungssatz. Der Energiehaltungssatz lautet, Energie kann nicht verloren gehen. So, das Molekül muss jetzt natürlich die Energie irgendwie absorbieren. Wie macht es? Indem es zum Schwingen anfängt. Das haben wir dem Schwingung. Alles im Universum schwingt. Je mehr Energie das ich zuführe, je mehr schwingt das Molekül. Sprich, was passiert? Die Temperatur geht in die Höhe. Temperatur ist nichts anderes wie kinetische Energie der Teilchen, der Moleküle. So, das ist das Prinzip. Bei bestimmten Frequenzen kann ich natürlich bestimmte Materialien speziell zum Schwingen bringen. Es geht um den Begriff Eigenresonanz, das ist eine wichtige Geschichte, aber ich gehe jetzt nicht ins Detail. Das heißt, Energiezufuhr, grundsätzlich steigt die Temperatur. Ein alter Professor aus der Fachhochschule hat damals schon gesagt, überhaupt kein Esoteriker, wirklich ein Wissenschaftler mit der Handygeschichte, hat er gesagt, ja, dann telefoniert man, holt man das Handy zur Uhr. Und jetzt kommt die wichtige Sache. Höhere Frequenz bedeutet höhere Energie. Höhere Energie bedeutet, dass im Bereich speziell des Ohres die Temperatur natürlich dementsprechend schnell aufsteigt. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Ich rede jetzt natürlich von einer Hypothese. Das ist natürlich, man muss aufpassen, es gibt ja viele Verschwörungstheoretiker, die was da meinen, ja, eindeutig krebserregend und so, man muss da vorsichtig sein. Aber es gibt interessante Zusammenhänge. Höhere Frequenz, höhere Erwärmung quasi des Bereiches, wo man telefoniert. So, man erinnert zum Beispiel, was ist beim Fieber? Unser Organismus ist ja recht empfindlich. Das heißt, normale Körpertemperatur sage ich zwischen 36,5 und 37,5 Grad. Wir haben eine relativ geringe Bandbreite, was unsere Temperatur betrifft. Dann Fieber und so jetzt ab 41, 42 Grad ist schon Schluss. Was passiert? Und das ist jetzt wichtig, vielleicht nicht mikrobiologisch. Bei Erhöhung der Temperatur fangen gewisse Eiweiß- und Proteinmoleküle in unserem Körper zu stocken aus, sie verändern sich. Dies ist natürlich insofern interessant, was passiert in diese Blutgefäße. Es gibt eine sogenannte Zellenmembrane, das heißt, bei höherer Temperatur entstehen in die Zellenmembrane Lücken. Das kann man natürlich auch jetzt eindeutig anatomisch nachweisen und überprüfen. Das heißt, höhere Temperatur, es entstehen Lücken. Das heißt, diese Membran öffnet sich und es kann jetzt quasi in das Gehirnvolumen Flüssigkeit austreten. Man kriegt so einen sogenannten Überdruck. Man nennt das in Fachjargon dann Hämatom, glaube ich, was ich weiß. Ja, schauen wir mal ganz kurz einmal. Das ist interessant, das kann man relativ leicht nachvollziehen, genau. Und dann interessant, grundsätzlich höhere Frequenz bedeutet natürlich mehr Datenübertragung, ich kann mehr Pornos, mehr lustige, sinnlose Clips verschicken weltweit, das ist natürlich ganz wichtig. Teilweise Geschwindigkeit 10-fach mehr und so weiter, wunderbar. Der Nebeneffekt ist, durch die höhere Energiezufuhr
erreiche innerhalb kurzer Zeit natürlich eine viel höhere Temperatur in diesem Bereich. Unser Organismus ist recht empfindlich, eine Temperaturbereich, Erhöhung von wenige Grad, verändert schon die Zellenmembran, es entsteht ein Druck im Hirn. Was ist die Konsequenz? Gedächtnisverlust, Gedächtnisstörung, Blackout. Im weitesten Sinne, wenn man jetzt Google befragt, und das sind Hypothesen, das sind jetzt nicht Fakten, wissenschaftliche Hypothesen, wo ich einfach mein bescheidenstes naturwissenschaftliches Know-how zusammentrage. Wenn man jetzt zum Beispiel Google befragt, Gehirnkarzinome, speziell im Frontallappenbereich, sind die in den letzten Jahren um 350% gestiegen. Dasselbe ist zum Beispiel bei Demenz und Alzheimer. Das heißt, und das Interessante ist, dann fragt man Google, Gehirntumore im Vergleich der Weltregionen, und dann fällt man auf, da sieht man Karten, in die westlichen Industrieländer ist die Wahrscheinlichkeit um zig mal her, wie, sage jetzt einmal, in Entwicklungsländern an einen Gehirntumor zu erkranken oder halt einfach Alzheimer zu haben. Natürlich, der Wissenschaftler muss vorsichtig sein. Das kann natürlich auch mehrere Ursachen haben. Es kommt natürlich auch darauf an, wie schaut die demografische Entwicklung aus, wie schaut die Lebenserwartung aus. Aber grundsätzlich ist es bedenklich, rein von der wissenschaftlichen Seite, natürlich Temperaturerhöhung ist für den Organismus nicht gut. So, natürlich grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, was kann man machen. Es gibt einmal die sanfte Lösung, so wie sanfte Lösung, sage ich jetzt einmal ein Headset verwenden. Zum Telefonieren würde mal jetzt einmal sicher eine gute Idee sein. Eine nachhaltige Lösung ist einmal so Thema der Gebrauch. Und da sind wir wirklich aufgefordert, grundsätzlich, zu was brauche ich mein Handy? Wenn ich jetzt bestimmte Programme verwende, was versende ich am Tag? Was haben diese Informationen für einen Inhalt? Versende ich sinnlose Sachen, immer irgendwelche komischen, witzige Sachen, pornografische Sachen und so weiter. Da sind wir aufgefordert, wie gehen wir mit dem Medium um? Man schaue nur zum Beispiel in sein WhatsApp, was habe ich alles versendet? Da sehe ich gleich, wie viel von denen ist Müll? Das ist die Frage, ist, wenn ich 90% von dem, was ich versendet, Müll ist, dann fordert die eigentlich durch mein Konsum- und Sendeverhalten natürlich eine fünfte Generation, man braucht da mehr Bandbreite, mehr Geschwindigkeit, dass man dann nur mehr Fake News versenden sollte. Also da ist man aufgefordert, vernünftig umzugehen. Und der zweite Gedanke ist, wie lang telefoniere ich? Temperaturanstieg, da geht es generell grundsätzlich auch um das Thema Leistung, das heißt, ich brauche jetzt Energie über Zeit. Je länger dass ich Energie zuführe, je mehr erhöhe ich die Temperatur, das heißt, je weniger telefonieren und je kürzer telefonieren, umso besser. Auch da geht es um grundlegende Gewohnheiten. Mein Telefonverhalten, mein Umgang mit Telefon hat einen Einfluss auf das 5G-Netz. Natürlich, wenn man jetzt im Internet recherchiert, wird man kaum, wenn ich es eingebe, 5G gesundheitsschädlich, es kommen eigentlich nur lauter Mainstream-Berichte, bei denen bin ich relativ vorsichtig. Natürlich steckt da eine riesengroße Industrielobby dahinter, aber ich harze das auch durch meinen Gebrauch. Es gibt natürlich eine sehr radikale Lösung, dass ich generell sage, ich verzichte komplett aufs Handy. In Zeitaltern wie diesen bin ich eher der Meinung, dass neue Technologien sehr wohl nützlich sind. Sie sind nicht umsonst da. Ich bin nicht dieser ewig Gestrige. Es hat auch Zeiten gegeben, wo fundamentale Christen, wie die Eisenbahn erfunden worden ist, massivst dagegen gepredigt haben, weil hohe Geschwindigkeiten über 40 km pro Stunde könnten lebensgefährlich sein. Sie haben da drinnen was Dämonisches, Teuflisches gesehen. Das heißt, auch da sollte man aufpassen, wirklich Fakten abzuwägen, seriös zusammenzutragen, aber doch auch seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Also radikal darauf verzichten auf Technologie würde ich nicht vorschlagen. Ich bin eher da, wo man sagt, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache und wesentlicher Faktor, wo ich nicht durch meine eigene Gesundheit sehr schon, sondern einfach die ganze Geschichte einfach nicht unnötig aufhatzt, dass einfach immer mehr Daten versendet werden und natürlich es schreit dann noch immer bessere und schnellere Netze.
Das sind eigentlich meine Gedanken zu 5G, die was ich besonders jetzt meiner Tischrunde widmet, die was wir, wo wir uns das letzte Mal zum Essen zusammengesetzt haben, wo ich denke, ich weiß im Grunde genommen gar nichts drüber, aber das, was ich schon weiß, das genügt mir und das ist ein sehr interessantes Thema.